Schwester Afra und die KI, die künstliche Intelligenz. Guckt mir mal, wie das zusammengeht, gell? Ja, hallole. Ja, guten Tag, gell? Also ich bin heute hier in unserem Digitalstudio, gell? Wir haben uns nämlich überlegt, wir nehmen jetzt einmal die KI, damit wir etwas für unser Konvent schaffen können, gell? Und zwar, weil ja natürlich, gell, die manchmal die Spenden sozusagen einbrechen, ja, und die Leute nämlich so in der Gottesdienst gegangen, gell, da haben wir mal dem Herrgottle gesagt, Herrgottle, was machen wir, gell, und das Herrgottle hat gesagt, wisst ihr was? Das ist ganz einfach. Ihr fangt halt wieder an, ein bisschen Printprodukte zum Verkaufen, gell? Also so Flyer mit, wie heißt es, mit Schutzengel und Heilige und so. Also so bewährte alte Methode, gell? Und weil wir ja so fortschrittlich sind, haben wir uns gedacht, wir fragen die KI, dass die KI uns hilft, gell? Ja, sozusagen neue Wege zu beschreiten, gell? Ja, die KI ist ja in aller Munde und natürlich auch bei uns, gell, im Konvent. Dann habe ich also Schwester Dorle gefragt, gell, das ist unsere IT-Beauftragte, ob die uns nicht vielleicht ein bisschen etwas schaffen kennt, gell? Ja, ja. Wir haben also dann überlegt, wir liegen ja mit unserem Konvent an einer Fahrradstrecke, gell, dass wir Schutzengel für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer sozusagen publizieren können, gell, so ein kleines Mitnehmerle, gell? Sie wissen schon, ja, ja. Und dann hat sich unsere Schwester Dorle nachgeguckt, gell, und hat also diese KI, da gibt's ja verschiedene Seiten, gell, die hat also dann diese KI gefragt, was sie ihr zu bieten hätte. Eingegeben haben wir also Schutzengel für Fahrradfahrer. Ja, das war eigentlich so die erste Riege, gell. Ja, ja. Und was soll ich Ihnen sagen, gell, also das ist ein bisschen komisch geworden. Also, ich zeige Ihnen gleich ein paar Ergebnisse, gell? Sie glauben es nicht, gell? Ja, jetzt gucken wir uns das einmal an. Also das ist schon mal ein Fahrradfahrer, gell, der im Hintergrund Engel hat, gell, aber irgendwie sind da die Einzelteile daneben. Und das Engel hier, gell, das hat nur einen Arm und das Bein ist in der Luft, also das ist eher hier eine verbogene Lenkradstange, das möchten wir ja nicht haben und die Finger sind auch seltsam, gell, und da das ist irgendwie auch ein etwas missratenes Fahrrad und hier das Engel, das ist irgendwie, naja, auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig sozusagen, ja. Und naja, dann sind wir auf eine andere Plattform gegangen, gell, und Sie sehen jetzt schon, das ist etwas anderes, aber das ist irgendwie ein Rambo eher, und das ist auch, naja, nicht so der Hit, gell, und ja, hier haben wir einen richtigen Rambo, gell, und die Verbindung zu dem Fahrrad ist nicht ganz offensichtlich, das hier, das ist eher ein Alien, gell. Ja, ja. Und der ist gerade aus dem Ersatzteillager rausgekommen. Also, Sie sehen jetzt schon, irgendwie ist das doch gewöhnungsbedürftig. Wir haben noch mal eine andere Suchmaschine KI verwendet, gell, und ja, auch hier nicht so optimal gelaufen. Als Inspiration ist es fantastisch, gell? Und hier, das ist ja eher die Darstellung von einem Unfall, gell? Als, ja, also das nimmt man lieber nicht, gell? Ja. Was mich doch sehr gewundert hat, das ist, wie die KI so die Engel sieht, gell? Also Das sieht man schon einmal, gell? Also da ist irgendetwas mit dem, das hat einen Stern statt am Kopf, gell? Ja, und hier, das ist irgendwie, es erinnert mich an früher, gell, wo ich noch Kind war. Ich weiß auch nicht. Also das ist jetzt einmal richtig brauchbar, gell? Wir haben nämlich hier eingegeben, gell? Das ist für Autofahrer der Schutzengel.
Und das ist auch brauchbar, ein bisschen nachbearbeiten von den Händen vielleicht, ja, das ist okay. Und das hier, das ist eher so ein Pannenservice-Engele, gell, der darum bittet, dass ihm geholfen wird, ja. Und hier, das wäre eigentlich auch so ganz okay, gell, bloß das Gesicht müsste man ein bisschen nacharbeiten. Also das ist jetzt nicht so schlecht. Also mit Autos Händes, also hier könnte man dann auch noch eine gewisse Figur hinein projizieren, gell, und ganz hübsch, also auch das Letzte, das ist also ein Engel ohne Engel, gell, ja, ja. Das ist halt nochmal eine ganz andere KI, gell? Also das ist Lexika-Art. Da haben wir also auch das mit diesen Autos eingegeben, gell? Und die Engel, die gucken weg von uns hier auf den Autos da. Also irgendwie, das ist schon schön, ja, aber in erster Linie zur Inspiration, die sagen, gell? Also wie ich vorhin schon gesagt habe, also das Engel hier, das ist auch irgendwie... Ja, und wenn man bei dem hier davon absieht, dass es 3 Arme hat, dann ist das auch in Ordnung. Und jetzt habe ich mir überlegt, gell, also hier sieht man auch einen sehr schönen, also ich weiß nicht, aber Engel, aber ich weiß nicht, ob das zu uns passt, gell. Jetzt habe ich mir überlegt, ich werde mal eingeben, wie so ein Schutzengel für eine weibliche Fahrerin aussieht, gell. Und da ist also der Schutzengel für die weibliche Fahrerin, mir scheint, ich kann mir vorstellen, wer diese Sachen programmiert hat, wenn ich mir das so genau anschaue, gell? Also auf jeden Fall, es ist schon mit Vorsicht zu genießen, all das mit dieser KI, gell? Ja, und dann habe ich also bei Leonardo AI nochmal etwas eingegeben, gell, und da kamen dann also auch ganz seltsame Figuren mit mehreren Gliedmaßen, gell, also wo man sich denkt, was ist jetzt auch das, gell, also das ist doch ein, das ist, also mir fehlen die Worte, gell, also wer kommt auf so eine Idee, was ist denn jetzt auch das, was war jetzt das hier, also das gibt's doch gar nicht. Glauben Sie es oder glauben Sie es nicht, gell? Also Schwester Dorle hat noch vorgeschlagen, wisst ihr was, jetzt machen wir nur noch Schutzengel, gell? Also das mit den Autos, das hört man auf und jetzt gucken Sie sich doch das an, gell? Da gibt man Schutzengel ein und dann kommt etwas in der Unterhose, das ist doch nicht normal. Und dann haben wir gedacht, na gut, jetzt machen wir das anders, wir suchen halt einfach nach einem Schutzengel auf der KI Leonardi, gell? Und dann haben mir überlegt, wir gucken mal, wie das aussieht, wenn da ein bisschen Farbe reinkommt in die Augen und in die Haare, gell? Und jetzt gucken Sie sich das an. Sie haben also wirklich nur noch Unterwäsche angehört, teilweise. Ha, ich habe gedacht, ich spinne, gell? Also, seit wann hat der Engel bloß Unterwäsche? Also, das ist doch nicht normal, jetzt oder? Gucken Sie sich doch das einmal an. Das ist doch kein Engel, das ist doch etwas ganz anderes. Also, wenn ich so einer Person begegne, gell, also da tät ich doch etwas ganz anderes denken als Engel, gell, oder was sagen Sie dazu? Ich habe natürlich auch noch Bruder Paternoster gefragt, gell, also was er dazu sagen tät, gell, und da sind wir also nicht so ganz einer Meinung, tät ich mal sagen, gell, Paternoster? Ja, ich komme ja schon. Wo bist du denn? Hier bin ich. Also Paternoster, was sagst jetzt du zu den Engeln? Also ich zeig dir das jetzt einmal, gell? Also das ist ja nicht zu fassen, gell? Also, was für Menschen? Hat das da, guck dir das doch an, das ist doch der wie aus dem Tattoo-Studio raus, gell? Also das ist doch kein Engel. Also ich fände es jetzt nicht so schlecht, ehrlich gesagt, gell? Ja. Ach, ich glaube, du hast da irgendwie eine andere Sichtweise. Also ich würde mal sagen, das gehört nicht in unser Konvent. Warum nicht? Bist du oder tust du bloß so? Was? Ach, Paternoster, das hat überhaupt keinen Sinn mit dir zum Schwätzen. Dankeschön fürs Psychle, gell? Also, ja, und gang mit dem Herrgottle. Ja, was fragst du mich noch, wenn das nicht gefällt, was ich sage, gell?
Hat das Einzige, wo ich wirklich sagen kann, das hat unseren Erwartungen entsprochen, das war so ein ChatGPT, so heißt es ja, gell. Also wenn man mit dem freundlich spricht, gell, dann kommt es auch freundlich wieder. Ja, ja, ich zeige Ihnen ja mal so kurz, was die dann so vorgeschlagen hat, gell, also als Text für so ein Kärtle. Also ich habe gefragt, 3 Segenssprüche mit Schutzengel für Radfahrer, gell, und ChatGPT hat gesagt, gern, hier sind 3 Segenssprüche mit Schutzengel für Fahrradfahrer. Erstens, Schutzengel auf meinem Rad, beschütze mich auf all meinen Wegen. Lass den Wind in meinen Haaren wehen und meine Seele frei sein, aber lass mich immer sicher und unversehrt zurückkehren. Und Nummer 2, lieber Schutzengel, begleite mich auf meinem Fahrrad und beschütze mich vor Stürzen und Gefahren. Lass mich die Schönheit der Natur genießen und führe mich sicher an mein Ziel. Gell? Und der 3. ist Schutzengel der Radfahrer, sei mein Begleiter und beschütze auf all meinen Wegen. Lass mich die Freiheit und Freude des Fahrradfahrens spüren und bewahre mich vor Unfällen und Verletzungen. Amen. Hat es kannst doch brauchen. Also das Kärtle, das müssen wir selber malen, gell? Also das geht leider nicht, weil das ist irgendwie nicht so geworden, wie man das eigentlich haben möchte, gell? Also teilweise waren die Fahrräder kaputt, teilweise waren die Leute mit 7 Fingern ausgestattet an die Hände, gell? Oder ein Bein hat gefehlt oder ein Bein war irgendwo, wo eigentlich sozusagen keines sein sollte. Also das war nicht der Brüller, neu, also wirklich nicht, gell? Also insofern, wisst ihr, wir machen das wieder analog, so wie wir das gewöhnt sind, gell? Ja, ja. Ja, was bleibt einem anders übrig als zum Schaffen, gell? Aber es war eine Probe aufs Exempel. Das Herrgottli in seiner unglaublichen Güte hat uns also auf diesen Weg geschickt und gesagt, Kinder, machet ihr etwas draus, aber machet's nicht mit digital, machet's einfach so, wie ihr das gewohnt seid, gell? Ja, da weiß man wenigstens, was man hat, wenn man mit Leid schwätzt, gell? Und wenn man Leid beauftragt, anstatt ein Maché.